Hallo, ich begrüße euch. Diesen Vortrag nehme ich nur mit PowerPoint auf. Den Grund werde ich später erklären. Aber zunächst zum Inhalt dieser Folie. In einem Tagesschaubeitrag wird die hohe Arbeitsbereitschaft ukrainischer Studenten hervorgehoben, aber auch, dass viele eben höher qualifiziert sind als das, was sie hier in Deutschland leisten. Diese Information, die ist auf den ersten Blick, man beschäftigt die nicht adäquat, aber man muss das hinterfragen. Das tut der Tagesschaubeitrag natürlich nicht. Diese Menschen, die zu uns kommen, die haben sicherlich meistens eine sehr, sehr hohe Qualifikation, aber um hier auch auf diesem Niveau eingesetzt zu werden, müssen sie mit deutschen Kollegen oder mit Kollegen, die hier in Deutschland arbeiten und nicht Ukrainisch sprechen, müssen sie fehlerfrei kommunizieren. Das gelingt aber nicht, wenn man hier nur ein paar Wochen einen Schnellkurs in Deutsch hatte, dann kann man nicht adäquat als Fach- und Führungskraft tätig werden. Und da setzen die Dienstleistungen meines Unternehmens ein. Im Mittelpunkt ist hier vor dem Logo des Unternehmens, der Blue Pages GmbH, ist zu sehen ein Bild, da ist Moodle als Lernplattform und Zoom als Videokonferenz eingebaut und auch zwei Abbildungen von Personen, die da miteinander sprechen, konferieren oder Kontakt haben. Aber ich will das Bild von links nach rechts beziehungsweise von oben nach unten erklären. Um solche Dienstleistungen wie hier in der Mitte angedeutet durchzuführen, braucht man Daten, man muss etwas eingeben. Meine Aufgabe ist es dann, mit diesen Daten sachgerecht umzugehen, die zu verarbeiten. Und Ziel der Verarbeitung durch mich bzw. mein Unternehmen ist es dann, die Aktivitäten in Gang zu setzen, die nötig sind, damit die sprachlichen Qualifikationen der Zuwanderer auf ein Niveau gebracht werden, damit sie hier adäquat arbeiten können auf dem Niveau, was sie aus der Heimat gewohnt sind. Fangen wir an im oberen Teil. Damit ich aktiv werden kann, brauche ich natürlich ein paar Daten von denen, die zu uns kommen und die Fachsprache lernen wollen und dazu Kontakte zu deutschsprachigen Kollegen benötigen, um Fachgespräche zu führen. Da reicht es nicht einfach, naja, gucken wir mal bei Facebook. Nein, man braucht eine Hilfe. Man muss vorsichtig sein, wenn man da Daten bereitstellt. Ich möchte hier nicht viele Spammer haben, die da einfach mitmachen oder Menschen, die hier spionieren wollen oder sich unter Decknamen hier anmelden. Das möchte ich nicht. Deshalb setze ich bei der Kontaktaufnahme auf bewährte und vorhandene Karrierenetzwerke, sei es nun LinkedIn für Kontakte weltweit oder Xing, Kontakte hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Es geht manchmal auch darüber hinaus, aber wer also internationale Kontakte im Karrierenetzwerk haben will und pflegen will, der setzt eben eher auf LinkedIn. Dort bin ich vertreten, dort kann man mich finden und dort kann man mit mir Kontakt aufnehmen. Und wenn ihr das tut, dann weiß ich auch, wenn ihr bei LinkedIn seid, das ist also jetzt nicht irgendein Fake-Account irgendwo, sondern da wurde ja schon darauf geachtet, dass es diese Person gibt und die kann dann auch nicht anonym agieren und komische Sachen tun. Das Gleiche gilt natürlich auch für Xing. Das gilt sowohl für die Zuwanderer, die hier Fachgespräche in Deutsch führen wollen, als auch für Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, die diese Fachgespräche anbieten können. Da können ganz unterschiedliche Interessen hinterstecken. Entweder einfach interkulturelles Interesse, mal mit Fachleuten aus der Ukraine sprechen oder aus Afrika oder wo auch immer die herkommen. Es kann aber auch das Interesse dahinter stecken, man ist Mitarbeiter in einem Unternehmen oder man wird von einem Unternehmen als Praktikant abgestellt. Es könnte aber auch ein Ruheständler sein, der sich noch dem Unternehmen verbunden fühlt, aber der Fachgespräche sein Leben lang, sein Berufsleben lang geführt hat und der sagt, oh, da kann ich auch mitmachen, da kann ich mit meinem fachlichen Know-how auch noch Zuwanderern helfen. Und diese Menschen können natürlich auch über LinkedIn oder Xing mit mir dann in Verbindung treten, damit ich sie hier aufnehme. Ich will das, was dann an Daten eingeht, das will ich organisieren, moderieren und dann
auch präsentieren in Videokonferenzen, damit dann diese Personen, die Deutsch lernen wollen und Menschen, die deutsche Fachgespräche anbieten können, zusammenzubringen. Das ist also das, was da unter Verarbeitung zu verstehen ist. Dann haben wir unten dann die Aktivität. Als Aktivität, wenn man sie dann auf meiner Plattform zusammengebracht hat, dann braucht man die eigentlich nicht mehr, wenn es eben nur bei dieser Zweier- oder bei dieser Gruppenbeziehung bleibt für die Fachgespräche. Dann ist nämlich angesagt, dass man vereinbart, auf welcher Basis man sich dann vielleicht einmal oder zweimal die Woche trifft, per Videokonferenz, um Fachgespräche zu führen. Und das kann auf Gegenseitigkeit sein. Man hat also was zu bieten, der zu uns kommt, der kann vielleicht hervorragend mit den Office-Produkten arbeiten und der Deutsche kann das vielleicht noch nicht. Und dann spricht man in Deutsch über diese Thematik, zum Beispiel wie man so ein Video hier mit PowerPoint erstellen kann. Und dann haben also beide was davon und es fallen auch keine Kosten an. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand sagt, okay, ich habe hier was zu bieten, aber du hast im Augenblick nichts auf der Pfanne, was du mir als Gegenleistung dann im Gespräch anbieten kannst. Also kein Know-how, was ich da zusätzlich erwerbe. Dann kann man sagen, ja, okay, wir können trotzdem zusammenkommen, weil es gibt die Möglichkeit, das direkt abzurechnen. Das setzt aber Vertrauen voraus, dass man das Geld auch hinterher bekommt. Aber da habe ich dann, wenn das Vertrauen nicht gegeben ist, dass das Geld dann hinterher auch fließt, weil vielleicht das Konto das gar nicht hergibt, eine Überweisung zu tätigen, dann kann man sagen, okay, damit die Sicherheit da ist, dann machen wir das über eine internationale Plattform. Die gibt es in der Ukraine, da bin ich sogar Kunde. Preply heißt sie oder Preply. Adresse ist in der Beschreibung genannt zum Video oder auch über die Informationsschaltfläche kommt man also auf meine Webseiten, wo ich diese Plattform nenne. Und dann ist diese Plattform letztendlich auch die Helferin bei der Abrechnung, also die Infrastruktur für die Abrechnung, auch für die Videokonferenz, die wird von diesem Unternehmen bereitgestellt. Die Gegenleistung ist, je nachdem, wie viele Stunden man da über diese Plattform abrechnet, dass 20 bis 33% des Honorars eben an die Plattform gehen und nicht an das Gegenüber, was ja dann mein Sprachpartner oder meine Mentorin war. Das ist also, was dann bei den Aktivitäten erfolgt. Gegenseitige Unterstützung, dann ist das kostenlos oder einseitig eine Dienstleistung, die man dann über so eine Plattform oder direkt abrechnet. Aber das hat dann nichts mit meinem Unternehmen zu tun. Ich bin nur für die Verarbeitung der Interessenten zuständig, um die Kontakte herzustellen. Das, was ich da eben erklärt habe, auf Basis der in Deutsch erstellten Folie, das habe ich hier nochmal auf Englisch. Da könnt ihr nachschauen, wenn ihr dann besser Englisch als Deutsch sprecht, habt ihr das auch verstanden. Und im Übrigen will ich noch darauf hinweisen, meine Videos, die ich in diesem Jahr produziert habe, die habe ich mit Untertiteln produziert in allen Sprachen, die bei DeepL möglich sind. Das sind zurzeit 29. Bei diesen 29 Sprachen, die DeepL unterstützt, ist sowohl Englisch als auch Portugiesisch in 2 Varianten verfügbar, amerikanisches und britisches Englisch und brasilianisches und portugiesisches Portugiesisch. Das sind also dann minimale Unterschiede, je nachdem, wie man das jetzt so sieht. Aber wir haben trotzdem eine ganze Menge von Sprachen und alle Zuwanderer, die eben nicht sicher sind, ob mein Vortrag in Deutsch fehlerfrei verstanden wurde, die können das dann eben auch in Untertitelsprache nochmal nachvollziehen. Wenn ihr Interesse gefunden habt, nehmt einfach via LinkedIn oder Xing mit mir Kontakt auf und dann kommen wir zusammen. Das ist am Anfang, das heißt im Winter 2022/23 kostenlos. Das ist das erstes Mal, dass jemand sowas anbietet. Also ich bin da als Pionier in der Pilotphase und da will ich niemandem Geld abknöpfen. Wenn sich das aber bewährt oder es finden sich Unterstützer bei Organisationen, bei Firmen, die sagen, oh, das ist eine tolle Sache, wir finden mit Hilfe von dem Konrad Rennert, finden wir hochqualifizierte Mitarbeiter, die wir dann also auch gut einsetzen können und wir
spenden da etwas oder wir sind Sponsoren, dann kann ich das über den Winter hinaus fortsetzen. Wenn sich da niemand findet als Sponsor oder als Spender, dann geht das natürlich auch über Einschreibgebühren. Und wenn sich da genug Menschen dann einschreiben, dann kann man dieses Angebot natürlich auch längerfristig behalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich dann, wenn ich euch beim nächsten Video wiedersehe. Tschüss.